Deutsch lernen durch Hören. Die Wohnung selbst streichen. Marco und seine Freundin Laura haben letzte Woche den Mietvertrag für eine gemeinsame Wohnung unterschrieben. Diese Wohnung ist in einem schlechten Zustand. Sie muss renoviert werden, bevor die beiden einziehen können. Sie kommen eben vom Baumarkt. Dort haben sie alles eingekauft, was sie benötigen. Jetzt stehen sie in der leeren Wohnung. Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Marco fühlt sich wie ein echter Handwerker. Die trinken auch immer erstmal ein Bier, bevor sie anfangen. Laura schaut ihn an, aber sie sagt nichts. Sie öffnet den Eimer mit der Wandfarbe. Dann nimmt sie einen Pinsel mit langem Stiel. Sie rührt damit die Farbe um. Das muss man machen, sonst wird alles ungleichmäßig weiß, sagt sie Marco. Der hat sich inzwischen auf die Bierkiste gesetzt. Er sieht Laura zu. Dann nimmt er eine alte Zeitung. Er faltet aus dem Papier einen Hut. Den setzt er Laura auf den Kopf. Damit nichts auf deine schönen Haare kleckert. Laura beginnt zu streichen. Sie tut das sehr schwungvoll. Die Farbe spritzt in alle Richtungen. He, nicht so heftig! Marco hat einen Spritzer auf die Brille bekommen. Jetzt kann ich nichts mehr sehen, ruft er vorwurfsvoll. Er muss erst einmal ins Bad und die Brille putzen. Währenddessen arbeitet Laura gut gelaunt und energisch weiter. Als Marco seine Brille endlich sauber hat, ist die erste Wand bereits weiß gestrichen. Marco muss jetzt unbedingt ein zweites Bier trinken. Er setzt sich wieder auf die Bierkiste. Laura arbeitet fleißig. Ihr macht das Streichen Spaß. Sie macht das zum ersten Mal. Dass sie morgen einen fürchterlichen Muskelkater haben wird, ahnt sie heute noch nicht. Dann wird Marco eben doch arbeiten müssen. Und sie wird auf der Kiste sitzen und zuschauen.